Ja, hast du es schon gehört? Neue Studien zeigen, dein Immunsystem könnte der Schlüssel sein bei Fibromyalgie. In diesem Video zeige ich dir mit ganz konkreten Tipps, wie du dein Immunsystem unterstützen kannst. Und vielleicht ist ja dann auch für dich was dabei, das dir im Alltag wirklich hilft. Ja, zuerst kurz erklärt, worum es eigentlich geht. Diese neuen Studien liefern Hinweise, woher die Schmerzen, die Müdigkeit und all die anderen Beschwerden kommen könnten. Denn sie zeigen, dass Menschen mit Fibromyalgie bestimmte Autoantikörper im Blut haben, die wohl auf das Nervensystem wirken. Antikörper bekämpfen ja normalerweise Viren oder Bakterien, aber manchmal richten sie sich auch gegen den eigenen Körper. Und Forscher vermuten, dass sie bei Fibromyalgie die Nerven reizen. Im letzten Video bin ich bereits auf diese Studien eingegangen und falls du das verpasst hast, dann schau dir das hier gerne nochmal an. Ja, diese neuen Erkenntnisse bedeuten, dass das Immunsystem vielleicht viel wichtiger bei Fibromyalgie ist, als wir bisher gedacht haben. Noch sind nicht alle Fragen geklärt und es braucht natürlich noch viel mehr Forschung. Aber bis dahin gibt es einiges, was du selbst tun kannst, um dein Immunsystem zu unterstützen. Und genau da setzen wir jetzt an. Also, wie kann man Einfluss nehmen auf die Autoantikörper? Und da gibt es in meinen Augen zwei Wege. Zum einen medizinische Verfahren, die gezielt Autoantikörper entfernen oder regulieren können. Und im zweiten Punkt dann Lebensstiländerungen, die nachweislich das Immunsystem beeinflussen können. Und ein Punkt, der hier besonders spannend ist, ist die Stimulation des Vagusnerv, zum Beispiel mit einem speziellen Gerät. Darauf gehe ich aber später noch genauer ein. Aber nun fange ich erstmal an mit den medizinischen Verfahren. Ja, was oft diskutiert wird, um diese Autoantikörper gezielt zu reduzieren oder zu entfernen, das ist die Blutwäsche. In der Medizin wird diese Methode bereits bei bestimmten Autoimmunerkrankungen eingesetzt, doch für Fibromyalgie fehlen bislang wissenschaftlich gesicherte Daten. Es gibt verschiedene Verfahren, wie zum Beispiel Plasmapherese, Immunadsorption oder auch die Inospherese und auch noch weitere, die Autoantikörper aus dem Blut entfernen können. In Deutschland sind diese Methoden aber noch nicht als Standardtherapie bei Fibromyalgie anerkannt und vor allem, sie sind auch sehr teuer. Die Kosten liegen je nach Verfahren zwischen 2.300 und 3.000 Euro pro Sitzung und meist braucht es mehrere Sitzungen. Und die Kassen übernehmen diese Kosten im Moment noch nicht. Und somit ist diese Methode für die allermeisten von uns im Moment gar nicht umsetzbar. Trotzdem, in diesem Video hier habe ich bereits Rückmeldungen von Betroffenen gesammelt, die so eine Blutwäsche ausprobiert haben. Und falls du auch bereits Erfahrung mit einer Blutwäsche hast, dann schreib das unbedingt in die Kommentare. Da wäre ich dir wirklich dankbar, wenn du davon deinen Erfahrungen berichtest. Ja, machen wir nun weiter mit dem nächsten Punkt der medizinischen Verfahren. Das wäre dann LDN, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist ein Medikament, das in sehr niedriger Dosierung manchmal bei Fibromyalgie eingesetzt wird. Es könnte das Immunsystem beeinflussen, aber die Studienlage ist noch ein bisschen dünn und es ist eben auch offiziell dafür noch gar nicht zugelassen. Meist wird es von spezialisierten Ärzten verschrieben und individuell dann in der Apotheke angemischt. Kostet ungefähr so 30 Euro im Monat. Ja, hast du schon mal von LDN gehört oder kennst du jemanden, der das ausprobiert hat? Schreib gern mal in die Kommentare. Ja, wenn dir die Informationen in diesem Video helfen, dann bleib gern dabei, indem du meinen Kanal abonnierst und die Glocke dann auch aktivierst, dann verpasst du keine neuen Inhalte. Ja, jetzt also an diesem Punkt soweit zu medizinischen Möglichkeiten. Was macht man jetzt, wenn all das Ganze nicht in Frage kommt? Die Blutwäsche nicht, das LDN nicht. Was macht man dann? Können wir das Immunsystem auch selbst beeinflussen? Und genau darum geht es im zweiten Teil. Die Maßnahmen, die ich jetzt nenne, die ersetzen natürlich keine medizinische Therapie und sie können auch nicht gezielt Autoantikörper entfernen, aber sie können das Immunsystem unterstützen und dem Körper helfen, besser mit der Erkrankung umzugehen. Und wir starten da mit der antientzündlichen Ernährung, denn was du täglich isst, das beeinflusst direkt, wie dein Körper mit Entzündungen umgeht und damit auch, wie dein Immunsystem arbeitet. Einige Lebensmittel können Entzündungen eher fördern, zum Beispiel viel Zucker, Weißmehlprodukte, stark verarbeitete Fette oder Fleisch aus Massentierhaltung und manchmal auch noch weitere Dinge. Andere gibt es, die wirken eher entzündungshemmend, zum Beispiel frisches Gemüse, Beeren, Omega-3-Fettsäuren oder auch Gewürze wie Kurkuma und Ingwer. Und es geht darum, möglichst unverarbeitet und bewusst auch zu essen. Das kann dem Immunsystem helfen, in Balance zu bleiben. Und was mir noch wichtig ist, es geht nicht darum, Fleisch generell zu vermeiden. Das ist nicht meine Message.
Entscheidend ist die Qualität. Fleisch aus Massentierhaltung wirkt eher entzündungsfördernd, während artgerechte Haltung und Fütterung viel verträglicher sein können. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch das Omega-3, darauf gehe ich später noch ein. Ja, und was auch wirklich wichtig ist selbst kochen. Nur so weißt du wirklich, was drin ist in deinem Essen und du kannst auf frische und unverarbeitete Zutaten setzen, die dein Körper einfach besser verarbeiten kann. Ich weiß natürlich, dass das bei Fibromyalgie eine Herausforderung sein kann, aber es gibt Wege, das Ganze möglichst einfach zu halten, sodass das eben auch umsetzbar ist. Und bei Fibromyalgie gibt es übrigens noch einen weiteren äußerst wichtigen Punkt, auf den ich in diesem Video eingehe. Dort geht es um Blutzuckerschwankungen bei Fibromyalgie, auch dann, wenn die Werte beim Arzt völlig unauffällig sind. Darin erkläre ich auch, warum eine kohlenhydratarme Ernährung wichtig sein kann. Denn einige Kohlenhydrate können auch Entzündungen fördern. Das ist eine Sache, die vielen gar nicht so klar ist. Und vielleicht machst du ja beim Essen schon vieles richtig, dann kannst du als nächstes schauen, ob deinem Körper trotzdem noch was fehlt. Ja, mit gesunder, antientzündlicher Ernährung tust du dir bereits viel Gutes. Aber bei chronischen Erkrankungen kommt es häufig vor, dass bestimmte Nährstoffe trotzdem nicht ausreichend aufgenommen werden. Das kann zum Beispiel an einem erhöhten Bedarf liegen oder an veränderten Stoffwechselprozessen. Und wenn wir jetzt mal auf das Immunsystem schauen, dann sind diese Nährstoffe, die ich jetzt nenne, besonders wichtig. Da nenne ich als erstes das Vitamin D. Das hilft dem Immunsystem im Gleichgewicht zu bleiben und es ist bei vielen chronisch erkrankten Menschen deutlich zu niedrig. Und wenn du da Fragen hast zur Dosierung oder zur Interpretation deiner Werte, dann kann ich dir gerne weiterhelfen. Ja, und der zweite Nährstoff, den ich unbedingt nennen muss, sind die Omega-3-Fettsäuren. Die wirken stark entzündungshemmend und die können helfen, Entzündungsreaktionen im Körper zu regulieren. Und auch da ist es so, dass viele unterversorgt sind oder einen Mangel haben. Und deshalb ist es wichtig, gut mit EPA und DHA versorgt zu sein. Pflanzliches Omega-3 allein reicht nicht aus. Das ist auch etwas, was viele nicht berücksichtigen. Viele nehmen auch einfach irgendein Omega-3-Präparat, ohne zu wissen, ob das überhaupt reicht oder ob es wirkt. Und deshalb halte ich eine Blutanalyse für genauso wichtig beim Omega-3 wie beim Vitamin D. Wenn dich das interessiert oder wenn du auf der Suche nach hochwertigen Omega-3-Produkten bist, dann schau in der Videobeschreibung, da gibt es auch einen 15% Rabattcode. Ja, und jetzt noch 2 Nährstoffe, die oft ein bisschen untergehen, aber die trotzdem eine wichtige Rolle fürs Immunsystem spielen. Das eine ist Zink, das unterstützt nämlich dabei, Krankheitserreger abzuwehren. Und gerade wenn der Körper mit chronischen Entzündungen zu tun hat, braucht er oft mehr davon. Ja, und Selen hilft dem Körper, Entzündungen zu regulieren und schützt die Zellen vor Schäden, die durch sogenannte freie Radikale entstehen können. Auch das kann bei chronischen Erkrankungen wie Fibromyalgie eine Rolle spielen. Ja, man kann jetzt auch noch ergänzen, Vitamin C und Magnesium, auch wichtig. Besonders Magnesium wirkt zwar nicht direkt auf das Immunsystem, ist aber für viele Prozesse im Körper echt relevant. Und gerade bei Fibromyalgie, da kann es für Nerven und für Muskeln wirklich hilfreich sein. Ja, es kann in meinen Augen nützlich sein, diese Nährstoffe regelmäßig bei einem Heilpraktiker oder beim Arzt überprüfen zu lassen, denn nur dann weißt du, wie du versorgt bist und ob du überhaupt was ergänzen solltest, ob das überhaupt nötig ist. Viele dieser Nährstoffe spielen auch im Darm eine wichtige Rolle und der ist ein echtes Kraftzentrum für unser Immunsystem, denn ein großer Teil des Immunsystems sitzt im Darm. Wusstest du das? Die Darmflora spielt eine Schlüsselrolle bei Entzündungsprozessen und bei Immunreaktionen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass der Darm gesund arbeiten kann. Und das fängt natürlich mit der Ernährung an, aber Darmgesundheit ist ansonsten auch echt komplex. Und dieses Thema gehört aus meiner Sicht wirklich in fachkundige Hände. Ich selbst bin dafür nicht ausgebildet und deshalb empfehle ich dir, einen Heilpraktiker oder einen Arzt aufzusuchen, wenn das für dich wichtig ist, der Erfahrung mit darmbezogener Diagnostik und Therapie hat, falls du dich damit intensiver eben beschäftigen möchtest. So, und jetzt wird es aktiv, denn auch durch gezielte Bewegung kannst du dein Immunsystem stärken. Bewegung kann das Immunsystem unterstützen und das sogar in kleinen Dosen. Regelmäßige, moderate Bewegung kann helfen, den Körper zu entlasten und viele berichten auch, dass sie dadurch besser mit den Schmerzen klarkommen. Wichtig ist, dass du dich nicht überforderst. Es geht nicht um Leistung, sondern darum, in Bewegung zu bleiben. Und wenn du wissen möchtest, wie das bei Fibromyalgie am besten funktioniert, dann schau dir dieses Video dazu an. Ja, und nun zum Schluss noch was viele gar nicht auf dem Schirm haben, aber was enorm viel bewirken kann. Und das ist die Stimulation des Vagusnerv.
Der Vagusnerv ist für Ruhe, Regeneration und Erholung zuständig, ist also der Gegenspieler vom Stress. Man spricht auch vom Parasympathikus. Eine gute Vagusnervaktivität kann helfen, Entzündungsprozesse zu regulieren und das Immunsystem zu beruhigen. Und bei vielen Menschen mit chronischem Stress oder Schmerzen ist die Aktivität des Vagusnerv reduziert und das kann zu einer Art Daueranspannung im Körper führen. Und genau das fühlen wir ja auch bei Fibromyalgie. Wir können ja gar nicht richtig entspannen, so sehr wir das auch wollen. Das funktioniert einfach nicht. Und Studien zeigen auch, dass eine schwache Vagusnervaktivität mit Entzündungen und chronischen Erkrankungen eben auch in Verbindung stehen kann. Und es gibt einfache Möglichkeiten, den Vagusnerv im Alltag zu stimulieren, damit der halt ein bisschen aktiver wird. Und da stehen natürlich an erster Stelle, das kennen bestimmt schon viele von euch, die tiefen Bauchatmungen. Da gibt es unterschiedliche Variationen. Wichtig ist immer länger ausatmen als einatmen. Und dann kann man auch zum Beispiel summen oder singen oder gurgeln. Diese Vibrationen im Halsbereich, die stimulieren den Vagusnerv direkt. Dann gibt es noch am Ohr Stellen, die kann man massieren, also im Knorpelbereich. Die sind da auch sehr gut geeignet. Da kann man sich informieren, wo man das genau machen muss. Und dann, was auch immer mal genannt wird, sind so Kaltwasseranwendungen. Da geht es so um Fußbäder und sowas. Ja, und dann noch das Grinsen, auch wenn einem nicht danach ist. Das aktiviert bestimmte Gesichtsnerven, die mit dem Vagus kommunizieren. Und das kann auch helfen. Man muss das dann allerdings auch eine Weile machen. 60 Sekunden mindestens, und es ist übrigens etwas, was ich auch ganz oft anwende. Zum Beispiel, bevor ich Videos aufnehme, mache ich das ganz bewusst. Das nimmt mir einfach Anspannung. Das ist tatsächlich so. Bei mir funktioniert das super. Ja, zusätzlich gibt es auch spezielle Geräte zur Vagusnervstimulation, die man gezielt einsetzen kann. Und von all diesen Möglichkeiten ist das gezielte Training mit so einem Gerät wahrscheinlich der direkteste Weg. Ich nutze das selbst auch regelmäßig. Ich habe so ein Gerät und dadurch spüre ich deutlich weniger, ja, ich sag mal, innere Unruhe. Ich bin so ein bisschen wieder auf dem Boden, was total angenehm für mich auch ist. Und wenn dich das interessiert, schau in die Videobeschreibung, da findest du einen Link zu dem Gerät mit einem 5% Rabatt, das ich selbst nutze und auch empfehlen kann. Ja, wie du siehst, es gibt einige Möglichkeiten, wie du dein Immunsystem im Alltag selbst unterstützen kannst. Manche Dinge sind einfach umzusetzen, andere erfordern etwas mehr Vorbereitung. Wichtig ist jedenfalls, du siehst, du hast Handlungsspielraum. Und oft sind es gerade die kleinen Dinge, die auf Dauer den Unterschied machen können. Es kann auch helfen, herauszufinden, was denn eigentlich die Symptome triggert. Genau dazu habe ich mal meine Facebook-Gruppe befragt und in einem Video zusammengetragen, welche Auslöser bei den Betroffenen da eine Rolle spielen. Und in diesem Video gehe ich darauf ein. Vielleicht findest du dich ja darin auch wieder. Ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du einen Kommentar oder ein Like da lässt, dann hilfst du nicht nur mir, sondern du machst auch das Thema sichtbarer. Und das ist wichtig, denke ich. Danke und bis bald im nächsten Video.